Hallo, René hier. Wahrscheinlich haben Sie meine früheren Vorschläge schon alle durchgecheckt und es ist höchste Zeit für neue musikalische Inspirationen. Diesmal ausschließlich Instrumentalstücke. Mein neuliches Video hat sich mit Gitarrenstücken beschäftigt und ich möchte Ihnen noch zwei Titel nachreichen, die einen Ehrenplatz in dieser Sammlung verdient hätten. Da wäre erst einmal Joanna's Dream aus der CD Macrocosm von Balthus, einer dreiköpfigen Band aus Kolumbien. Ausgerechnet das schwache Geschlecht spielt hier einen starken, urgewaltigen Bass, der die Sprungfedern in ihrem Sofa womöglich aus der Halterung reißt. Und die Sologitarre mit ihren Tremolo-Effekten tönt wirklich magisch. Es gibt auch zwei Live-Versionen des Stücks und überhaupt, die Band ist sehr fleißig und Sie können wählen aus sage und schreibe 88 YouTube-Videos. Der Sound ist ansprechend und eingängig und höchstwahrscheinlich finden sich noch weitere Leckerbissen in dem riesigen Angebot. Der zweite Titel heißt Starlight Lullaby, stammt von der CD Singing Sands und wurde aufgenommen von Lost Days. Das sind diese beiden Herren hier, verstärkt von Tommy Guerrero und Josh Lippi. Die vier Musiker haben die Tracks innerhalb von 5 Tagen in einer gemieteten Wüsteneremitage aufgenommen und man spürt tatsächlich die Ruhe, Weite und Einsamkeit der umgebenden Landschaft in der Musik. Auch von der Oud war letztes Mal die Rede im Zusammenhang mit Munir Bashir und in einer viel früheren Zusammenstellung habe ich Ihnen den Oud-Virtuosen Dhafar Youssef ausführlich vorgestellt. So wie seit Ravi Shankars Zeiten die Sitar als effektvolles Instrument Eingang fand in die Weltmusik, so ist es eigentlich auch der Fall mit der Oud, aber ihr leicht heiserer, gedämpfter Klang ist nicht so spektakulär und wird von oberflächlichen Hörern und Banausen oft sogar mit dem der Gitarre verwechselt. Aber die Oud hat in Wirklichkeit ihr völlig eigenes Aroma. Das hören Sie zum Beispiel in Last Chance des schwedischen DJs Thornato, der sich für diese tolle Aufnahme den Spion aus Kairo als Oud-Spieler geholt hat. Der Spion ist ein erfolgreicher Produzent und Multi-Instrumentalist, der selber recht heiße Sachen in dieser Stilrichtung macht, wie man in diesem Video mühelos hört. Oder, wenn Sie leichtsinnig sind, holen Sie sich mal den Kairo-Tripper. Auch Quadro Nuevo in Zusammenarbeit mit dem Sufi Jazz World Music Ensemble Cairo Steps verschmäht es nicht, in dem Titel Nubian Groove, den Sie auch auf der Cairo Steps CD Samu finden, mit einer Oud, gespielt von Bassem Darwish, orientalische Stimmung zu induzieren. Zwischendurch allerdings wird der Solopart an ein Harmonium, Piano und Saxophon weitergegeben. Das Leitmotiv des Stücks ist übrigens ein Ohrwurm, vor dem ich Sie nur warnen kann. Wenn Sie die 2002 gegründete Formation Cairo Steps, zu der neben ägyptischen Künstlern auch die deutschen Jazzpianisten Matthias Frey und Sebastian Müller-Schropsdorf gehören, noch nicht kennen, empfehle ich Ihnen, die Bildungs- und Genusslücke zum Beispiel mit diesem Video zu schließen. Vielleicht springt dir ein Begeisterungsfunke über und dann wären Sie bereit für einen besonders individuellen Künstler wie Anouar Brahim, der aus Tunesien stammt. Genauso wie der eingangs erwähnte Oud-Kollege Dhafar Youssef.
Unzufrieden mit der folkloristischen, traditionellen Unterhaltungsmusik auf der arabischen Kurzhalslaute entwickelte er seinen eigenen Stil und verschmolz arabische, indische, iranische und westliche Jazzmusik behutsam und mit künstlerischem Feingefühl zu etwas völlig Neuem, das er ganz ausdrücklich und mit gutem Recht nicht als World Music bezeichnet sehen möchte, denn diese beruht doch allzu oft auf einer unterhaltsamen Wundertütenmischung ohne eigenständiges Rückgrat. Bei Brachem habe ich das Problem, dass ich Ihnen kein Einzelstück als herausragende Leistung anbieten kann, weil bei ihm wirklich alles anspruchsvolle Oud-Poesie ist. Probieren Sie einfach irgendetwas aus und gehen Sie dann auf Ihre eigene Entdeckungsreise. Sehr meditativ, introvertiert klingen die Aufnahmen auf dem ECM-Album The Astounding Eyes of Rita, auf dem die klagende Bassklarinette, gespielt von Klaus Gesing, die sentimental düstere orientalische Atmosphäre noch steigert. Das gilt auch für Dance with Waves. Wenn Ihnen bei 2 Instrumenten noch zu wenig los ist, probieren Sie Blue Maqams von 2017, auf dem Anwar mit Dave Holland, Jack DeJohnette und Django Bates zusammenspielt. Toll auch, wenn Anja Lechner noch dazukommt, wie auf After the Lost Sky von 2025. Nach solch entrücktem Edeljazz wenden wir uns wieder bodenständigeren Spielarten zu, wie sie zum Beispiel gepflegt werden von Pearl Django. Dass der Name sofort an Django Reinhardt erinnert, ist natürlich gewollt, denn dann weiß jeder sofort, dass von dieser 5-köpfigen Formation, die schon vor über 30 Jahren gegründet wurde, Gypsy Jazz zu erwarten ist. Mit so vielen Musikern und Instrumenten lässt sich schon was auf die Beine stellen. Das zeigt sich in den hübschen Effekten, welche der Titel Sonara bietet. Das ist eine ansteckend heitere Melodie, die in teils sogar humorvollen Klangmischungen gemütlich dahinfließt und in entspannender Weise jedem Spieler Raum gibt, sein Können zu zeigen. Wenn Sie einen Sound vorziehen, der feiner elaboriert, nachdenklicher und mit einem guten Schuss Tango-Sentimentalität daherkommt, greifen Sie zur SACD Lucky des Jurek Lamorsky Quartetts und probieren Sie vor allem den gleichnamigen Track. Die Aufnahme von 2007 ist so hervorragend, dass ich nicht verstehen kann, warum da nichts nachgekommen ist. Allzu viel Zeit hatte der Ärmste freilich nicht mehr, denn der 1950 in Nowa Ruda in Polen geborene Künstler ist leider 2012 allzu früh verstorben. Bei diesem Solo sieht man, dass der Herr wirklich ein heißes Akkordeon spielen konnte. Seine Live-CD von 2002 scheint sich mehr oder weniger in Luft aufgelöst zu haben, aber auf YouTube finden Sie noch den Titel Feelings von ihm. Nur 131 Aufrufe in 11 Jahren. Ich war richtig schockiert. Vielleicht helfen Sie mit, ihn der Vergangenheit zu entreißen. Sollten Sie Tango-Musik mit Tendenz zu Klassikklang und einer Prise feurigem Spanien-Kolorit lieben, müsste Ihnen das Stück Comme un Tango mit den kanadischen Stars Vincent Bélanger am Cello und Anne Bisson zusagen. Das Stück stammt von der UHQ-CD Conversations von 2004 und ist wirklich ein kleines Juwel.
Jean du Voyage ist eine Mischung aus DJ, Produzent und Komponist. Er schuf den elektronischen Soundhintergrund für seine Komposition Melisma. Für die tolle Cello-Darbietung konnte er die Sängerin und Cellistin Romane Beaugrand gewinnen, die die wunderschönen musikalischen, harzigen Klangwellen mit Energie vorantreibt. Wer ist der Mann hier? Was treibt der Mann hier denn in Gottes freier Natur? Richtig, er macht Tonaufnahmen. Er nimmt Naturgeräusche im freien Feld auf und mischt sie dann mit Musik. Das kann nur der in Osaka geborene Japaner Yoshi Horikawa sein. Er ist ein Sounddesigner, gründete nach Jahren des Experimentierens sein eigenes Mini-Label und veröffentlichte 2025 sein Album Impulse. Er nahm am Weltmusikfestival in Korea teil und lieferte vor einem malerischen Tempel mit einem 18 Lautsprecher Surround Sound eine beeindruckende Show. In dem selbsterklärenden Titel Fluid von der 2019 erschienenen CD Spaces hören wir perfekt aufgenommene Wassergeräusche mit einer eingängigen Harfenmelodie im Stile unseres guten alten Andreas Vollenweider. Das Stück hat mich trotz aller Eigenständigkeit an Caverna Magica erinnert. Ich war neugierig und hab's auch mal probiert. Aber so gut wie der Herr Horikawa habe ich es einfach nicht hingekriegt und ich werde mich lieber weiterhin darauf beschränken, Ihnen meine jeweils besten Fundstücke zu präsentieren. Nächstes Mal gibt es dann wieder Musik ganz anderer Art. Lassen Sie sich überraschen. Tschüss.